6 Tipps zur Vermeidung von Schinsplits beim Seilspringen. Kurz vorweg, ich bin keine Ärztin oder Physiotherapeutin. Ich teile hier meine Erfahrung als Springerin, die seit 18 Jahren diesen Sport betreibt. Tipp Nummer 1, gute Schuhe. Ich trage mal Laufschuhe schon mein ganzes Seilspringleben lang. Die haben eine gute Dämpfung. Das müssen jetzt nicht die dicksten Marathonschuhe sein, weil dann wird es auch irgendwann instabil mit dem Springen. Aber ein solider Laufschuh, der vorne gedämpft ist, bringt euch kurz- und langfristig wirklich gut durchs Training und vermeidet euch Gelenkschäden. Tipp Nummer 2, aufwärmen. Das ist wichtig. Ich weiß, manche überspringen es gerne. Aber ein bisschen hier das Fußgelenk rotieren, das aktiviert die Schienbeinmuskulatur. Tipp Nummer 3, die richtige Haltung. Viele Anfänger springen mit den Zehen nach oben. Beim Springen gucken die Zehen nach vorne. Was wir aber wollen, ist, dass die Zehen nach unten schauen. Also so. Also den Fuß ein bisschen hängen lassen nach unten und nicht nach vorne. Zum einen geht es, wenn ich die Füße anziehe, viel stärker in den Rücken bei der Landung, als wenn ich so abfedern kann. Und es kostet die Schienbeinmuskulatur Kraft, den Fuß immer anzuziehen. Das heißt, wir wollen die auch möglichst schonen, damit sie nicht überlastet wird. Deshalb immer nach unten gucken. Und vor allem immer schön ruhig springen. Gerade am Anfang kann man ein bisschen langsamer springen, damit man erstmal auf eine saubere Technik achtet. Ich empfehle hierfür immer einen Beat Drop, weil die schwingen schön, die haben einen schönen Bogen, die sind ein bisschen schwerer als die Gummiseile. Man kann einfach sein Springen gut kontrollieren. Tipp Nummer 4, übernehmt euch nicht. Gerade am Anfang möchte man sehr viel lernen, kann ich verstehen. Aber wirklich ein paar Minuten mit Pausen reichen komplett, um eure Muskulatur erstmal an den Sport zu gewöhnen. Also zum Beispiel 5 Minuten mit Pausen. Springt 10, 15 Sekunden, macht 10, 15 Sekunden Pause, springt nochmal. Wenn es zu viel ist, macht weniger. Aber wirklich, macht am Anfang wirklich lieber ganz kurze Sessions, als dass ihr 10 Minuten springt und dann keine Freude mehr am Springen habt, weil ihr Schmerzen bekommt. Wenn ihr dann doch mal Schmerzen habt, weil kommt mal vor, man hat seine Grenze nicht ganz genau erkannt, dann hilft es, Pause machen, bis die Schmerzen wieder weg sind. Und als 6. Tipp, das ist keine Therapiemöglichkeit, aber finde ich ganz angenehm, wenn es mal ein bisschen zieht oder die Muskulatur generell ein bisschen verspannt ist und man merkt, okay, da könnte was kommen. Das sind diese Taille hier, die aussehen wie so ein Knochen. Die lege ich mir unter mein Schienbein. Und dann rolle ich vorsichtig hier über die Muskulatur. Man merkt dann schon, wo es ein bisschen verfestigt ist und lockert ist. Ich hoffe, ich konnte dir mit diesen Tipps helfen und dass du in Zukunft weniger Schmerzen hast. Bis zum nächsten Mal.